Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer kleinen Serie zur Samsung Galaxy Watch 7 und wir starten damit, wo wir im letzten Video aufgehört haben, nämlich richten wir die Uhr jetzt ein. Wir machen einmal das Setup, die gesamte Einrichtung, einmal alle Schritte kurz erklärt. Ich spule die Teile vor, die für euch langweilig sind, also sprich, wo sich einfach nur ein Rädchen dreht. Wundert euch also bitte nicht, wenn es manchmal etwas schneller geht als bei euch. Das dient einfach nur dazu, damit das Video nicht zu lang wird. Viel Spaß mit dem Video. Ja, und wir fangen genau damit an, wenn ihr die Uhr zum ersten Mal startet, dann kommt genau das hier, nämlich die Auswahl der Sprache. Und ich empfehle allen Schweizern und Österreichern, sich zu überlegen, ob man vielleicht Deutschland auswählt. Das hängt damit zusammen, dass in Deutschland manche Funktionen verfügbar sind, die in Österreich und der Schweiz zumindest zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht verfügbar sind. Ansonsten hat es aus meiner Sicht keine Nachteile. Überlegt euch das also bei der Einrichtung, ob das vielleicht Sinn machen könnte. Ansonsten wählen wir hier noch das Land aus und gehen dann einmal auf den Neustart. Danach startet die Uhr nochmal einmal für euch durch und wir können dann auch direkt mit dem Einrichtungsprozess beginnen. Wir machen das Ganze jetzt hier auf einem Samsung-Smartphone. Auf einem Nicht-Samsung-Smartphone können einzelne Schritte etwas unterschiedlich sein. Zum Beispiel die Wearable-App, die braucht ihr halt unbedingt. Die müsst ihr als erstes installieren sozusagen, denn ohne die funktioniert es nicht. Das sei an dieser Stelle vielleicht nur gesagt, weil wir jetzt hier starten direkt auf einem Samsung-Smartphone. Die Uhr sagt euch jetzt hier, ihr bekommt einen Hinweis und das ist auch so. Hier links seht ihr schon, die Samsung Galaxy Watch 7 ist jetzt bereit zur Verbindung und wir können jetzt durch Klicken auf Verbinden, wenig überraschend, die Uhr dann auch mit dem Telefon verknüpfen. Ihr werdet jetzt durch die einzelnen Schritte geleitet und zunächst mal wird sichergestellt, dass ihr auch die richtige Uhr hier miteinander verbinden wollt und danach wird das Plugin für die Wearable App für die Samsung Galaxy Watch 7 heruntergeladen. Das ist immer so, die Wearable Apps letzten Endes nichts anderes als eine Hülle und innen drin sind einzelne Plugins für die einzelnen Geräte und der Watch 7 Manager, wie er jetzt hier ja heißt, der ist quasi ein Bestandteil dessen. Wie ich gerade eben schon sagte, wenn ihr ein anderes Smartphone als ein Samsung Smartphone habt oder aber auch auf einem Samsung-Smartphone die Wearable-App noch nicht installiert habt, macht das Sinn, das im Zweifel vorher zu tun. Ansonsten wird es im Einrichtungsprozess durchaus auch mitgetan, aber ich empfehle, ladet das Ding vorher einmal runter. Ich glaube, dann seid ihr da auf der sicheren Seite und braucht auch nichts grundsätzlich mehr zu checken. Als erstes müsst ihr jetzt hier quasi definieren, was ihr alles für Genehmigungen erteilen wollt. Den Endbenutzervertrag, den müsst ihr auf jeden Fall zustimmen. Das Diagnosedaten senden ist optional, genauso wie die automatischen Updates, wobei die automatischen Updates natürlich durchaus Sinn machen, deswegen würde ich sie eingeschaltet lassen. Diagnosedaten könnt ihr euch selber überlegen, ob ihr die an Samsung oder mit Samsung teilen wollt oder nicht. Was dann als nächstes kommt, sind die ganzen Berechtigungen für die App. Die sind auch notwendig tatsächlich, also wenn ihr hier auf Nicht zulassen klickt, könnt ihr wenige wesentliche Funktionen der Uhr nicht nutzen. Deswegen ist das natürlich sinnvoll, auch wenn es einige sind, macht es Sinn, dass der Manager darauf zugreifen kann, weil er verknüpft ja quasi die Informationen auf dem Telefon mit denen auf der Uhr letzten Endes und deswegen solltet ihr den Berechtigungen da auch zustimmen. Jetzt spule ich mal ein bisschen vor, weil das hier ein kleines bisschen länger gedauert hat. Deswegen wundert euch nicht, dass das vielleicht bei euch 1 Minute auf 2 dauert. Bei mir hat es auch 1 Minute gedauert, deswegen spulen wir das jetzt schnell vor und im nächsten Schritt wird dann quasi euer Google-Konto auch auf die Uhr kopiert, beziehungsweise das Ganze auch miteinander verknüpft. Warum ist das wichtig? Wir haben hier Wear OS 5. Das läuft natürlich alles über euer Google-Konto, sprich, wenn ihr kein Google-Konto habt, habt ihr an der Stelle hier auch schon eine Herausforderung, aber ich denke, die meisten, die ein Android-Smartphone verwenden, die werden wahrscheinlich auch ein Google-Konto haben, insofern sollte das kein größeres Problem sein. Wie ihr gerade eben gesehen habt, ich habe auch da übersprungen, ihr wählt euer Konto aus, klickt dann auf Anmelden und dann geht's schon los. Auch hier wieder den Nutzungsbedingungen zustimmen. Hier ist beides optional, sowohl die Freigabe des Standorts als auch die Nutzung und Diagnoseberichte. Ihr könnt dann auch auf Ich stimme zu ohne beide Häkchen klicken. Ich lasse den Standort immer an, weil diese Positionsbestimmung, die finde ich tatsächlich ganz praktisch. Ansonsten geht es jetzt hier weiter und ihr seht hier auch, 1 Sekunde hat das tatsächlich nicht gedauert, sondern deutlich länger. Ich habe es dann hier entsprechend vorgespult und dann seht ihr hier den nächsten Schritt, die automatische Uhrsicherung. Das ist ein wichtiger Punkt, gerade für diejenigen von euch, die vielleicht schon eine Samsung Galaxy Watch der Generation davor haben. Wenn ihr nämlich eure ganzen Einstellungen, Apps und so weiter und so fort auf der alten Uhr gesichert habt, könnt ihr die hier wieder herstellen. Das ist eine richtig gute Funktion aus meiner Sicht.
Achtet nur unbedingt drauf, dass ihr das auf der alten Uhr zunächst sichern müsst. Also ihr bekommt hier nur das Angebot, das wiederherzustellen. Das könnt ihr übrigens auch nochmal neu einrichten und dann wiederherstellen. Aber ich würde euch immer empfehlen, sichert erst auf der alten Uhr und macht dann die Einrichtung der neuen Uhr. Das macht definitiv Sinn, damit ihr hier, falls ihr das wiederherstellen wollt, direkt auf eure Daten zugreifen könnt. Ich persönlich richte die Uhren aber immer als neu ein, damit ich nochmal alles von vornherein einstellen kann. So, jetzt müssen wir festlegen, ob wir Rechts- oder Linkshänder sind, beziehungsweise ob wir die Uhr rechts oder links tragen wollen. Ich persönlich trage die Uhr rechts, da ich Linkshänder bin, und ich trage die Bedienelemente auch auf der rechten Seite. Ihr könntet sie aber theoretisch auch auf der linken Seite tragen. Lässt sich übrigens später auch noch in den Einstellungen ändern. Also wenn ihr hier das vergessen habt oder falsch eingestellt habt, überhaupt kein Problem. Dann könnt ihr schon von vornherein benutzerdefinierte Workout-Routinen definieren. Das lässt sich auch später noch machen. Im Zweifel lasst euch hier vielleicht nicht aufhalten, sondern klickt auf Weiter. Ich mache es trotzdem mal. Jetzt könnt ihr hier Routinen einstellen und so weiter und so fort. Macht eher Sinn, das im Nachgang zu machen aus meiner Sicht als im Einrichtungsprozess. Hier gibt es noch Informationen zum Energieniveau. Das ist ja eine neue Funktionalität, die es mit der Samsung Galaxy Watch 7 und wahrscheinlich auch in Kombination mit dem neuen Bioactive-Sensor gibt. Wir können auch die Schlafgrundlagen messen lassen. Das gab es in den alten Versionen auch schon. Dann haben wir als nächstes die Möglichkeit, hier quasi auch erweiterte Schlafmessungen zu machen in der Samsung Health App. Das überspringe ich jetzt mal. Das ist vielleicht für uns jetzt weniger relevant, kann man dann im Nachgang sich nochmal angucken, wenn man möchte. Ganz wichtiges Thema für alle Samsung Galaxy Smartphone-Nutzer, wollte ich sagen. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, hier die Gesundheitsfunktionen zu nutzen, zum Beispiel EKG und Blutdruck. Das gilt für andere Smartphones im Übrigen nicht, also wundert euch nicht, wenn es bei euch vielleicht nicht funktioniert. Und dann eine Geste, die jetzt hinzugekommen ist, die es euch ermöglicht, quasi mit der Uhr auch zu interagieren, beziehungsweise mit dem Telefon zu interagieren. Das ist der Doppeltipp mit beziehungsweise mit den Daumen und den Zeigefinger zusammenzudrücken. Kennen vielleicht einige von euch von der Apple Vision Pro. Da gibt es diese Funktion ja in ähnlicher Form auch. Gut, Notfallfunktion ist altbekannt, denke ich, wenn ihr schon eine alte Uhr habt. Falls nicht, ansonsten 5-mal auf die obere Taste drücken, dann öffnet sich automatisch eine Notfallfunktionalität, falls ihr gestürzt seid oder ähnliches. Ansonsten gibt es natürlich auch noch die Sturzerkennung. Und dann sind wir eigentlich auch fast schon durch. Ihr seht, wir sind jetzt hier bei 100%. Und die Uhr zeigt uns jetzt an, wir sind startklar, sprich die Einrichtung ist abgeschlossen. Und ihr solltet jetzt auf eurem Telefon den linken Bildschirm sehen. Natürlich steht da ein anderer Name, aber ansonsten solltet ihr diesen Bildschirm jetzt sehen können, denn der zeigt euch an, dass Telefon und Uhr jetzt quasi miteinander verbunden sind. Die Uhr startet ein letztes Mal neu und danach kann es dann auch schon losgehen. Ja, so viel zur Einrichtung. Falls bei euch irgendwas nicht klappt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich versuche euch da weiterzuhelfen. Kann natürlich nicht bei allen Problemen weiterhelfen. Gerade wenn es vielleicht ein Smartphone ist, welches nicht von Samsung kommt, ist es manchmal etwas komplexer, aber vom Grundsatz her sollte es schon sauber funktionieren. Wenn ihr sonstige Fragen noch habt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid und am Ende sage ich wie immer, Alexa, Kamera aus. Okay.